Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen nach einer Botschaft fürs Kollektiv für die Sommersonnenwende, die ansteht. Und guckt euch das an. Da ist der Glücksfall rausgefallen. Welch ein Glück. Ich könnte es wirklich gebrauchen. Ihr wahrscheinlich alle auch. Und hier unten am Deck haben wir noch die Unterstützung. Hier kommt im Prinzip etwas auf dich zu, in diesem Bereich, wo du etwas Glück auch brauchst. Das kann hier eine helfende Hand sein, ein finanzielles Mittel, ein glücklicher Zufall. Ja, wenn das kein Grund zur Freude ist, ihr Lieben. Dann schauen wir weiter. Was darf ich dem Kollektiv sagen? Wir selbst und unser Schicksal. Ich habe echt die Kreuzkarte gepachtet. Es geht vielleicht um den schicksalshaften Glücksfall, etwas, was einem Ausgleich bringt oder ja, wo man sich eben eines schweren Kreuzes auch entledigen kann. Prüfungen, die da sind vom Leben, herausfordernde Zeiten. Wir haben den Beruf dabei, die Liebe. Seht ihr die Karten? Ja, als Hauptthema mit. Vielleicht auch die Berufung. Hier kann man unter anderem vielleicht auch so einen karmischen Zyklus ablösen, weil irgendetwas passiert, mit dem wir nicht rechnen, was für mehr Stabilität sorgt. Ich sehe hier in der bewussten Ebene sehr viel Gedankenarbeit, ne? Man ist hier beschäftigt mit Denken, man versucht irgendwie einen Ausgleich zu finden und kommt dann doch an seine Grenzen. Karmische Dinge, die hier am Wirken sind. Es könnte hier auch der Glücksfall sein, dass man zum Beispiel, wie soll ich das ausdrücken, ein Herzensprojekt beruflich umsetzt. Man macht sich Gedanken über das Thema Arbeit. Die Sonne, die Mäuse. Ja, die Maus liegt mir hier ganz gut, muss ich sagen, denn sie nagt dir die Schwierigkeit weg. Hier kommt ein Wechsel von irgendwas. Hier kommt aus dem Umfeld, haben wir hier den Erfolg, die Glückskarte dabei. Die Wende zu mehr Klarheit. Ein Weg, der plötzlich frei wird. Man ist hier vielleicht mit sich selber im Konflikt. Ne? Man zieht Bilanz, man überlegt, man denkt nach. Hier haben wir die Sonne dabei. Ne? Hier kommt Energie zurück. Hier ist tatsächlich ein schwieriger, herausfordernder Zyklus, der Energie gekostet hat, mit vielen Konflikten gesegnet war, auf dem Weg zur Besserung. Geld. Die Finanzen sind hier mit dabei, Beruf, Finanzen, Liebe. Man hat hier vielleicht Ängste vor einem finanziellen Mangel oder vor etwas, wenn du die Situation verlässt, die du hier mit Schwierigkeiten und Herausforderungen aufrechterhältst, dass du nicht genährt bist oder versorgt bist oder einen Verlust irgendwie machst, wenn du etwas nicht aufrecht erhältst, was viel Energie kostet. Hier kommt auch finanzielle Klärung oder Klarheit rein. Das Außen ist sehr wichtig.
Wie nimmt man uns wahr? Wo dürfen wir uns mehr zeigen? Wo brauchen wir irgendwo etwas mehr Präsenz? Hier habe ich unten noch das Kind und die Blumen. Ja, hier kann ein Thema aus den Kindertagen auch mitgetriggert sein, das sich hier auf dem Zyklus befindet, dass es sich erledigt oder dass man eben besser damit umgehen kann, dass man nicht mehr damit resoniert. Allerdings sind es ja auch Neubeginne, die wie Geschenke daherkommen, oder wenn ihr Sachen mit Kindern habt, die gucken hier auch in eine gute Nachricht rein oder in ein Geschenk, ne? Spannend. Schauen wir ein bisschen weiter. Guckt, beglückende Veränderungen. Ich hoffe, ich bin dabei. Ich hatte das doch erst vor kurzem, ich weiß nicht, war das am Sonntag, wo eine schwierige Situation entlastet wird. Und das ist so ähnlich hier. Hier ist die Grundlage für alles, was wir umsetzen wollen, unsere eigene persönliche Kraft. Und das ist, dass man sich nicht verbiegt und nicht verstellt, sondern dass man einfach man selber ist, dass man sich zeigt, wie man ist. Und hier unten haben wir noch Bitte um das, was du möchtest. Hier geht es darum, auszudrücken, ne, um Unterstützung auch zu fragen, auch nach oben abzugeben. Hier sieht man die Pusteblume, wo du deine Wünsche aussenden kannst. Ein guter Zeitpunkt auch, um neu zu manifestieren oder um mal etwas zur Sprache zu bringen, wo man Unterstützung braucht. Die Energie ist hier auch so, dass man einen Konflikt, den man mit sich selbst hat, beenden kann. Auf eine Art und Weise, wie man jetzt nicht denkt. Die Sonne geht auf. Hier ist das Johanniskraut. Deine Sonne geht auf. Dein Licht. Heißt für mich auch immer so, ne? Es gibt so Leute, die betreten den Raum und dann geht die Sonne auf, weil die haben einfach eine gigantische Aura, eine riesen Ausstrahlung. Man wird wieder mehr zur Sonne. Es wird schön um allen, die Welt erwärmt sich und erhält sich und man hat vielleicht auch wieder einen klareren, ruhigeren Blick. Unten haben wir noch die Schafgabe. Da die Aura wird gestärkt, steht da drauf, ne? Von der hatten wir es ja gerade. Und man wird wieder mehr zu seiner Mitte gelenkt. Man kommt in das Gefühl, es kann mir nichts passieren. Da haben sich ein paar umgedreht. Moment. Jetzt. Wir haben den Aal dabei. Hier geht es um die Energetisierung. Hindernisse, die leicht überwunden werden können. Hier geht es auch darum, dass man den
Blick wieder nach vorne richtet, dass man nach vorne schaut. Und auch die Gefühle, ne? Das Wasser, die Reinigung uns befreit hier. Emotional Ballast abwerfen ist hier auch dabei. Die eigene Kraft ist sehr wichtig, Ruhe wiederzufinden, Ausgeglichenheit. Und durch dieses Schlängelnde, das der Aal hier so macht, kriegt man ja auch wieder die sanfte Schwingung mit. Und er zeigt uns, wie man das Feuer der Begeisterung wieder entfachen oder auch einsetzen kann. Man findet hier mehr wieder auf seinen Weg zurück. Es kann uns nichts aufhalten und man fühlt sich safe und geführt und weiß, wann man was zu tun hat oder auch zu unterlassen. Okay, was für eine Karte hätte ich dann gerne noch? Nehmen wir noch einen Engel. Der Engel der Verkündigung. Wunder manifestieren sich. Ja, ich kann halt auch nichts dafür. Und unten haben wir noch den Engel des Schutzes. Es geht hier sehr viel rum, dass man sich wieder sicher fühlt bei irgendwas, dass man einen Ausweg hat, dass man die Richtung wieder aufnehmen kann. Der Engel hier, der verkündet tatsächlich eine frohe Botschaft. Man darf da, wo man schon mit seinem Kreuz rumgehadert hat, das passt sehr gut, denn es liegt ja als Mitte, wo man alles reingesteckt hat an Kraft und wo man auch spürt, so man muss abgeben oder es geht so nicht. Ja, dann darf man jetzt ja abgeben und die höheren Mächte ranlassen. Keine Zeit oder Zweifel oder Sorgen mehr investieren in die Themen. Das hatte ich die Tage auch schon, wo ich gesagt habe, ich ergebe mich jetzt. Ich finde nicht die Wege, die ich brauche. Alles läuft so in Richtungen, die ich nie angepeilt habe. Und ich höre auf jetzt. Ich mache einfach nichts Bewusstes mehr, um irgendwas zu forcieren. Denn es gelingt nicht. Es wird immer schwieriger. Und das sieht hier so aus nach einem Brocken, der hier von uns weggeht. Hier wird auch gesagt, das finde ich sehr gut ausgedrückt, dass man nicht zwischen Hoffnung und Verzweiflung hin und her schwingen soll. Dass man nicht ängstlich über schwierige Situationen nachdenken soll, sondern dass man eher wieder sich auf das konzentriert, wo ein Wunder herkommt. Man hat alles getan, was man konnte. Man hat alles gegeben, um die Richtung zu ändern oder den Weg zu finden. Und hier ist so dieses Ich ergebe mich mit dabei und lasse somit auch wieder zu, dass etwas, an was ich jetzt nicht denke, in mein Leben kommen kann. Der Gesang der Vögel gibt uns die Drossel. Ich bringe dir Lebensfreude, Musik und Klang. Das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit sind dir gewiss. Deine Talente rücken jetzt verstärkt in den Mittelpunkt. Deine Potenziale wollen stärker genutzt werden. Ne? Wenn man dann wieder abgegeben hat und kann man sich auch wieder auf das konzentrieren, was man gerne umsetzen will, ohne sich so zu verstreuen oder überzustrapazieren in jeglicher Art und Weise. Ne? Ihr Lieben, ich lasse das für heute gerne so stehen. Es ist eine wunderbare Legung. Ich hoffe, dass viele, viele, viele davon betroffen sind, inklusive mir. Ich drücke euch und bis Freitag.